Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Beanie ohne Schnittmuster näht. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen zum Anschauen und auch Nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, ein Rollschneider oder eben eine Stoffschere, ein Maßband zum Abmessen, ein Magic Pen zum Aufzeichnen, die Stoffklemmen zum Fixieren und letztendlich einen Jersey-Stoff. Ich habe hier einen schön angerauten French Terry, der ideal für die kälteren Tage ist. Ihr könnt aber auch einen normalen Jersey nehmen. Ich habe hier meinen Stoff bereits zugeschnitten. Dieser hat eine Länge von 56 cm. Wenn ihr einen stark dehnbaren Stoff habt, solltet ihr euren Kopfumfang minus 2 cm wählen. Da mein Stoff aber nicht so stark dehnbar ist, habe ich hier meinen Kopfumfang, und zwar die 56 cm gewählt. Und ich merke es auch gerne etwas lockerer. Genau. So, dann in der Höhe, da habe ich hier 32 cm gewählt. Für Kinderbeanies würde ich um die 28 cm empfehlen, je nachdem wie lang ihr die Beanie haben wollt. So, wir legen den Stoff erstmal rechts auf rechts übereinander und falten das Ganze dann wie folgt. Ihr solltet dann hier natürlich auch darauf achten, dass halt alles schön bündig ist. So, dann nehmt ihr euer Lineal und messt von der oberen Kante 10 cm ab. Und dort setzt ihr euch eine Markierung. Dann zieht ihr mit dem Lineal eine gerade Linie zur gegenüberliegenden oberen Ecke. Anschließend messt ihr die Länge der Geraden aus und setzt euch in der Mitte eine Markierung. Bei mir sind das jetzt hier 13 cm, deswegen mache ich mir einen Punkt bei 6,5 und das genau auf der Geraden. Von diesem Punkt aus gehe ich dann 1 cm nach oben und setze mir dort wieder eine Markierung. Durch den Punkt bekommen wir jetzt die Rundung rein. Und zwar fangen wir hier wieder an und ziehen jetzt eine zweite Linie durch den Punkt und hin zur anderen Ecke. Also wie hier gezeigt, so dass es halt leicht abgerundet ist. So, wenn ihr das dann habt, dann schneidet ihr entlang der eben gezeichneten Linie, also der Runden entlang, also hier wo ich lang zeige. Wenn ihr einen dickeren Stoff habt wie ich, ist das Schneiden ganz schön mühselig, aber wenn ihr dann fertig seid, dann sollte das Ganze so aussehen. Anschließend legen wir den Stoff wieder rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze einmal mit Stoffklemmen. So, wenn ihr dann alles fixiert habt, dann näht ihr entlang der gezeigten Kanten. Ich verwende hierfür meine Overlock-Maschine. Ihr könnt hierfür aber auch gern eine ganz normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen dehnbaren Stich, wie zum Beispiel den Zickzack-Stich einstellen. Oder ihr nehmt einen Fake-Overlock-Stich. So, ich zeige euch hier nochmal, wo ich überall entlang genäht habe. So, dann nehmen wir uns die Beanie und falten diese wie folgt. Hier müsst ihr darauf achten, dass halt schön Naht auf Naht liegt. Das gelingt am besten, wenn die eine Overlock-Naht in die eine Richtung und die andere Overlock-Naht in die andere Richtung zeigt. Und fixieren das Ganze einmal mit Stoffklemmen. So sollte dann das Ganze aussehen. Ihr näht nun hier wieder mit einem dehnbaren Stich entlang. So, dann sind wir auch schon fast fertig und zwar muss jetzt die untere Kante noch gesäumt werden.
Hierfür schlage ich mir 2 cm ein, fixiere das Ganze einmal mit Stoffklemmen und nähe dann von der schönen Seite mit meiner Zwillingsnadel drüber. So sieht dann das Ganze fertig gesäumt aus. Durch die Zwillingsnadel bekommen wir hier einen richtig schönen Abschluss. Ja, das ging doch ganz fix, oder? Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video. Eure Stoffmieze.